Guten Morgen zu einem neuen Vlog von uns. Heute werden wir euch alles um den Lake Bled zeigen. Hier befinden wir uns nämlich gerade. Ne? Ja, wir sind hier auf 611 Meter auf dem Ostriccia Aussichtspunkt. Und jetzt sind wir schon seit 5 Uhr hier, also genau 2 Stunden. Und es war zuerst neblig, sehr mystisch, aber jetzt hat die Sonne richtig aufgestochen. Wir sind übrigens an einem Sonntag hier und hier waren gerade richtig viele Menschen, also circa 4 Gruppen. Und man konnte die Aussicht irgendwie gar nicht genießen, da es aber so mystisch war und die Sonne gar nicht rausgekommen ist, haben sich so Step by Step die ganzen Leute verzogen, sage ich jetzt mal. Und wir haben noch bis zum bitteren Ende durchgehalten und konnten jetzt gerade ein paar schöne Aufnahmen noch machen. Ja, ich hoffe, sie gefallen euch auch. Ja. So, da melden wir uns auch mal wieder. Wir haben jetzt Mittag gegessen, bisschen gechillt, hatten hier einen coolen Parkspot. Wie ihr seht, steht der Campi und haben jetzt die nächsten Tage erfolgreich geplant und lasst euch überraschen, wo es hingeht. Freust du dich auch schon? Ja, wir sind hier gerade fleißig am Planen, denn wir haben die komplette Route nochmal umgeschmissen auf den Kopf. Wie sagt man? Auf den Kopf gestellt. Wo geht's hauptsächlich hin? Wir werden innerhalb Slowenien bleiben vorerst. Wir schauen nächste Woche mal, wie das Wetter wird in Italien, Österreich. Und wir lassen uns die Option offen, auch noch nach Kroatien zu fahren, falls das Wetter nicht passt. Ne? Na dann, bin ich gespannt. So, wir testen jetzt mal das Wasser. Nicht kalt, komm. Der Fingertest. Ist nicht kalt. Das geht echt. Könnte man schon mal reingehen. Und wo sind wir gerade? Wir sind gerade am Lake Bohinj. Der ist der zweitgrößte See in Slowenien, obwohl hier steht, dass er der größte wäre. Aber er ist wunderschön. So schöne Farben und eine tolle Kirche im Hintergrund. Eis. Auf Slowenisch Kepica, eine Kugel. Wir fahren jetzt wieder zurück nach Bled, an den Campingplatz und werden da eine Nacht verbringen, weil wir es heute Abend und morgen früh nochmal versuchen werden. Für jeden, den der Besuch beim See interessiert, dort gibt es an der Kapelle 3 Gratisparkplätze, wo man bis zu 2 Stunden mit Parkuhr kostenfrei stehen kann. Ansonsten kostet es den ganzen Tag 15 € oder ab 15 Uhr 7 €. So, wir sind jetzt wieder im Bled angekommen. Wir hatten ja gerade einen Kurztrip gemacht rüber zum See und jetzt werden wir nochmal hochwandern zum Aussichtspunkt, denn heute Morgen war es jetzt nicht ganz so dolle und wir haben unser Stativ heute Morgen vergessen. Ja, das ist mir noch nie passiert, also ehrlich, ja, unglaublich. Das ist uns wirklich noch nie passiert. Deswegen werden wir da jetzt nochmal hochgehen, unser Glück versuchen. Aber wir werden auch morgen früh nochmal da hochgehen, denn zum Sonnenaufgang sah es echt schon mega geil aus. Ja. Gut, also wir haben unsere Wanderschuhe an und jetzt geht's nach oben. Bis dann. Bis dann.
So, wir sind jetzt hier fertig. Wir haben jetzt ein paar coole Aufnahmen gemacht, sowohl mit der Kamera, das Stativ hatten wir ja jetzt dabei, aber auch mit der Drohne. Die bist du geflogen, ne? Ja. Sogar die große Drohne. Ja, musste heute sein. Jetzt werden wir aber aufbrechen. Ich hoffe, wir stolpern nicht den anstrengenden Weg darunter. Wir haben euch ja eingeblendet, als wir nach oben gelaufen sind. Und wir werden jetzt noch schön zusammen ein Bierchen trinken, denke ich. Ja. Und einfach den Abend genießen. Genau. So, wir sind jetzt wieder unten und uns persönlich hat die Aussicht auf jeden Fall morgens viel besser gefallen als abends, weil einfach der Mood viel besser war. Also mit Wolken und der ganzen Belichtung ist einfach richtig geil zum Sonnenaufgang. Lohnt sich auf jeden Fall, sind auch nur circa 15 Minuten. Der Aufstieg ist super steil, rutschig, wenn es geregnet hat, aber ist auf jeden Fall machbar und lohnt sich definitiv. Was wir empfehlen ist, dass ihr am besten das Bier danach erst trinkt, wenn ihr unten seid, nicht oben. Wir genießen jetzt ein lokales slowenisches Bier, Lasko. Und ja, das ist, denke ich, das Letzte für heute, was wir mit euch teilen. Und morgen geht es dann weiter in Slowenien und ja, schaltet einfach wieder ein. Bis demnächst. Bis dann. Tschüss.